Was genau es mit diesem Stromkasten hier auf sich hat, bekomme ich euch noch irgendwie erklärt. Was genau hier, hier und hier passiert ist, lassen wir einfach mal so stehen. Um das Ganze aber mal von vorne aufzurollen, haben sich die Decoppers und die Childhood Dreamers auf den Weg ins Bikeland Eberbach gemacht. Dort gibt es reichlich anspruchsvolle Trails und wir schauen uns jetzt mal an, wie wir uns auf diesen Trails geschlagen haben, beziehungsweise wie die uns geschlagen haben. Bevor die Reise losgeht, kommen wir allerdings zu diesem guten Stück hier. Denn die Firma Allpowers hat sich dazu entschlossen, mich etwas mit mobilem Strom zu versorgen. Um genau zu sein, haben wir hier die Allpowers R600. 600 Watt maximale Ausgangsleistung und 300 Wattstunden Kapazität. Klar gehört die Akkubox damit eher zu den kleineren, aber wie genau die einem bei so einem Biketrip helfen kann, das werde ich euch zeigen. Du willst das jetzt fahren? Um die Akkubox sinnvoll nutzen zu können, müssen natürlich erstmal die Akkus der Bikes und der GoPros leer gehen. Und wie ihr es euch sicherlich schon denken konntet, hieß es erstmal ordentlich bergauf strampeln. Und dabei konnte man teilweise so gut die Aussicht genießen, dass wir uns irgendwie verfahren haben. Wo wollen wir hin? Wir können wie nie wieder nach Hause. Nee, kann uns hier jemand abholen, bitte, bitte. Als dann auch die letzten Feinabstimmungen abgeschlossen waren, ging es endlich in die erste Abfahrt. Naja, zumindest fast. Oh, was ist das denn? Oh. Ja, ich glaube auch. Oh. Film ich überhaupt? Ja, alles gut. Oh. Okay. Oh. Alter. Bin durchgehend am Bremsen. Aber es sieht schon geil aus hier. Frag mich, warum das hier so nach Bremsen riecht. Ich dachte, das stinkt bei dir, aber es stinkt überall. Wahrscheinlich auch bei... Also meine ist aber auf Hochtouren, glaube ich schon. Also meine hat, glaube ich, fast durchgehend runtergeschliffen, die Bremse. Ja. Oh shit. Oh. Nein! Mich überholt mein Hinterrad. Das war schon richtig anspruchsvoll. Schnell wird das nicht heute. Nee, geil. Sauber, Alter. Der vorherige Part hat mich und vor allem meine Bremse schon ziemlich beansprucht. Und dass das Ganze heute nicht viel weniger anspruchsvoll werden soll, zeigt uns der nächste Part. Wie ein Thema. Okay. Man sieht es wahrscheinlich wieder nicht mehr, aber es ist so steil hier. Am Frühstückstisch wurde noch gesagt, ja, wir fangen heute blau an, morgen schwarz. Brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht erklären. Ja gut, irgendwie hat es dann doch funktioniert, denn runter kommt man irgendwie immer. Und ich glaube, wäre man die ganzen Trails an diesem Wochenende einfach zweimal gefahren, würde die Welt auch ganz anders aussehen. Aber mit weiterhin fragwürdigen Bremsen und dem Unwissen, was nach der nächsten Kurve kommt, gehe zumindest ich eher auf Nummer sicher. Meins, ne? Das ist schon. Ja, gut. Das ist nicht meins, ne? Für den Einstieg ist das schon ordentlich, muss ich auch sagen. Ja, aber wir haben ja... Dann fahr weiter, alles gut. Ich muss erst mal gucken, was hier
was hier abgeht. Naja, um die schwarzen Trails kommt man in Eberbach jedenfalls nicht rum. Ob die nun als Tageseinstieg genutzt werden müssen, man weiß es nicht. Der nächste Trail sollte dann etwas weniger anspruchsvoll werden, womit Chris irgendwie nicht so richtig umgehen konnte. Warum riecht das hier auf einmal nach Mofa? Ich hätte gerne eine Rücktrittbremse zusätzlich noch gehabt. Torpedo-Dreigang. Ja, Torpedo-Dreigang. Alle ready? Jawohl, Alter. Chris! Oh! Alter! Alter, nochmal. Alter! Wollen wir nochmal hoch? Ist gut gefallen, oder was? Ja. Hier hat er die Abkürzung genommen, da rechts rüber. Das sieht scheiße aus zum Fallen eigentlich. Philipp und Schelle waren so gütig, Chris darauf hinzuweisen, dass die Stelle für den Crash nicht so richtig gut gewählt war. Und Renés einziger Gedanke galt dem Neueinstieg in den Trail. Was liegt der Typ da auch so doof rum? Passiert ist hier zum Glück außer einem gebrochenen Handguard nichts. Und René und ich sind dann erneut in den Trail gestartet. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger finger, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayers. 'Cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Yo! Run out loud, gotta run on. Yo! Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. Okay, kleiner Szenewechsel hier. Oh, nice. Das vergessen wir zu machen, zu schnell los. Philipp. Dann kann man mal vorfahren. Downhill-Phil. Das ist Downhill-Phil. Der nächste Trail war so eine Art Ritt auf der Kanonenkugel. Denn auf dem Hebert Trail kann man deutlich besser laufen lassen. Gleichzeitig ist er aber auch durch Steine und Wurzeln bedeutlich ruppiger. Oh. Scheiße! Oh nein! Zieh durch, bin falsch abgebogen. Oh, alles ist von der Pedale geflogen. Okay. Oh, hab den Baum getackelt. Junge, Die Augen kommen noch hinterher, ne? das war geil, ja. Der Lecker Coaster. Oh, Motor aus.
Der Neckar Coaster hat sich mit seiner roten Einstufung ziemlich gut in meiner Komfortzone aufgehalten. Im Gegensatz zu den vorangegangenen schwarzen Trails hatte ich hier eigentlich immer das Gefühl, dass ich die Kontrolle übers Bike behalte. Und auch wenn die schwarzen Trails natürlich Adrenalin ohne Ende mit sich bringen, ist das Gefühl, alles souverän laufen lassen zu können, doch immer das Beste. Okay. Das ist aber auch eng. Oh. 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 Ist das geil. Aber das würde ich auch so als Rot ziemlich genau durchgehen lassen. Fand ich relativ blau. Was? Die fand ich blau. Ja? Ja. Die war doch okay. Oh. Philipp war da scheinbar zu einfach, diesen Flow-Trail runterzurollen, aber den konnte an diesem Wochenende mit seinen neuen Kryptotalreifen sowieso nichts mehr aufhalten. Oh, danke Rainer für den Stein. Oh. Oh. Bam, 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 bam. Ja, also ich werde höchstwahrscheinlich sehr langsam fahren. Das merke ich auch gerade so, aber nicht mit Oberschenkel, sondern mehr Unterschenkel. Let's go, komm. Was soll passieren? So langsam aber sicher hat man die vorangegangenen Trails ordentlich in den Beinen und in der Ausdauer gemerkt. Da das Wetter für den nächsten Tag aber relativ bescheiden angesagt war, Bin ich überhaupt? haben wir uns gesagt, wir wollen so viele Trails an diesem Tag wie möglich fahren. Aha, ohne Berührung. Anhalten ist halt der Tod, ne? Schön. Ja, anhalten ist der Tod in der Stiefel. Mir ist das hier bei den Eberbach-Aufnahmen wirklich schwer gefallen, einige Sachen von den Trails wegzuschneiden. Denn eigentlich ist immer was los. Es gibt kaum Passagen, wo nichts passiert. Das Ganze würde allerdings zum Ende hin zu einem viel zu langen Video führen. Am besten fahrt ihr natürlich einfach selbst nach Eberbach. Und ich versuche hier weiter irgendwie die goldene Mitte zu finden. Oh, Alter. Gut, ey. Aber da vorne ein bisschen hüpfen, bitte. Und denk an den Lenker, genau. Einmal hat er mir am Schalter gesucht. Nice. Sauber. Schönes Ding. Jedes Mal das, ne? Der hat einmal Schulter gebrochen. Sah mein Umsetzer hier gut aus? Ja, der war. Ja? Fantastisch. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja, genau. Lenker schief. Ah, okay, mach dir keinen Stress. Guck mal, hier gibt's noch einen Shortcut links runter. Holy shit. Okay. Die Bremse macht schon einigermaßen was.
Holy shit. Ja, lenk das zu lose, der verstellt sich beim Runterfahren. Okay, dann müssen wir das gleich mal regeln. Oh, das kann ich nicht mehr. Viele Grüße. Der letzte Trail hat mir wirklich nochmal alles abverlangt, lief aber mit Abstand am besten. Und an der Stelle soll man ja bekanntermaßen aufhören. Für uns hieß es dann also zurück runter zur Zivilisation mit vielleicht etwas zu viel Geschwindigkeit. Die Akkus von Bikes, Kameras und natürlich uns wieder aufladen und dann nochmal den Rat einberufen, wie die weitere Motivation ausschaut. Es war ein bisschen zu nah an dem Poller gerade, aber Ja. Und jetzt kommt endlich die All Powers R600 ins Spiel. Denn wenn wir entspannt einen Mittagssnack genossen haben, habe ich sowohl den Bike-Akku als auch die GoPro-Akkus angesteckt, um für die zweite Runde wieder gut bewaffnet zu sein. Das funktioniert mit der R600 und einem ungefähr doppelt so großen E-Bike-Akku natürlich nur bedingt, aber am Ende hat selbst diese halbe Ladung dafür gesorgt, dass ich den ganzen Tag Bikespaß genießen konnte. In der Zwischenzeit haben wir etwas die Bikes inspiziert, Renés Speichen klang irgendwann wie ein Glockenspiel, andere streicheln ihre Sepp, ich frage dann nicht mehr nach und akzeptiere das und dann ging es endlich in die wohlverdiente Mittagspause. Alle Infos zur All Powers R600 findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt es natürlich Akkuboxen in verschiedenen Größen, inklusive den dazu passenden Solarpanels. Und solltet ihr festgestellt haben, dass ihr sowas braucht, könnt ihr über den Code 2DE10 noch 10% bei eurer Bestellung sparen. Ich hoffe sehr, dass euch das erste Video von unserem Trip gefallen hat. Wenn ja, signalisiert mir das gerne mit einem Like, abonniert gerne meinen Kanal und schreibt mir einen Kommentar, ob ihr schon mal im Bikeland Eberbach unterwegs wart. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und haut rein.